Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge von Cliff Empire von Lions Shade. Mein Name ist Gam. Schön, dass du hier mit dir reinschaust. Und ja, was ist das für ein Spiel? Es ist ja so eine Mischung aus Städtebau und Simulation. Ne? So wie es der Name sagt, wir starten auf einer Klippe. Ich habe das Spiel jetzt schon ein paar Stunden gespielt, ein bisschen kennengelernt. Und gerade nochmal vorhin die Einstellungen mir angesehen. Sollte also alles passen. Und wir würden jetzt einfach reingehen in ein neues Spiel. Und ja, du bist das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Hügel kann nicht versteckt werden. Matthäus 5, Vers 14. Auch interessant. Es gibt verschiedene Errungenschaften, die man sich hier freischalten kann. Wir gehen einfach mal rein. So, spielen. Neues Spiel. So, das war jetzt gerade eben der Einstieg, der Prolog. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz die Lautstärke etwas verringern. So, und wir sind jetzt quasi hier in unserem Auswahlmenü, wo wir quasi unseren Spielmodus auswählen können. Sandbox, Normal und Turmverteidigung. Ich hätte gesagt, wir starten hier auf Normal. Starten mit einfach, Normal oder schwer. Das ist die Credits, die wir am Anfang zum Start haben. Ich würde sagen, wir lassen das auch einfach auf Normal. Und hier auch alles auf Standard, ne? Also Aufträge aus dem Orbit ist wichtig. Naturkatastrophen. Plünderer greifen als Teil einer Naturkatastrophe an. Würde ich auch mit drin lassen, weil sonst fehlen uns ein paar Gebäude, die wir sonst nicht errichten könnten. Genau. Und das bestätige ich jetzt einfach. Und mache dann hier... Genau, jetzt könnten wir quasi unsere Klippen uns aussuchen, generieren, womit wir denn einverstanden wären. Und ich würde sagen, wir nehmen ein paar Sachen raus, wenn das geht. Mal kurz gucken. Genau. Wir könnten jetzt hier unsere Levels neu generieren. Da oben sehen wir immer, wir haben immer 3 Klippen zur Auswahl. Und geteilt Obelisk Scherbe. Okay, die könnten wir jetzt hier unten quasi ein- oder ausschalten. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn wir hier so einen See haben. Hier haben wir eine recht große Fläche zum Bauen. Und hier auch nochmal so etwas. Okay. Aber gefällt mir jetzt so vom Stil her noch nicht so wirklich. So, was haben wir hier? Okay, das ist stark. Das ist stark. Was haben wir hier? Sonnenschein. Wäre hier auf 100%, Grundwasser ebenso, Windigkeit 50%. Wir haben hier Fisch bei 100%. Und hier hätten wir Windigkeit und Fisch auf 100%. Ich würde sagen, wir würden einfach mal mit dieser Klippe hier starten. Und das machen wir nun wie folgt. Ich muss jetzt gleich nochmal die Musik dann leise machen. So. Was brauchen wir jetzt hier? Wir brauchen ein Lagerhaus Stufe 1. Und sobald wir hier jetzt den Bauplatz gewählt haben, geht quasi das Level bzw. unsere Reise auf den Klippen los. Large construction completed. Objective completed. So. Und als allererstes mal kurz pausieren, weil nochmal die Musik etwas leiser machen möchte. So. Alles klar.
Und wir können jetzt uns hier unsere Belohnung holen für die Nordküste. So. Genau, hier haben wir unsere Einleitung, was wir jetzt alles noch bauen müssten. Unterkünfte bauen und so weiter. Und, ups, wir haben hier unsere Drohnen. Also mit diesen Drohnen können wir quasi unsere Gebäude errichten. Drohnen sind hier sehr, sehr wichtig. Und schauen wir mal ganz kurz, was wir hier jetzt brauchen. Wir brauchen eine Landeplattform. Wo finden wir die? Vielleicht unter Bevölkerung, Landeplattform. Genau, hier haben wir 2 zur Auswahl. Kostengünstiger, nimmt uns aber viel Platz weg. Bisschen teurer, aber die könnten wir an den Rand bauen. Dann bauen wir die doch einfach mal an den Rand, wo sie uns nicht stört weiter. Jetzt fast sagen hierhin. Wunderbar. Und wir brauchen Unterkünfte für 15 Bürger. So, Unterkünfte. Da hat sich jetzt für mich herausgestellt am Anfang, wenn wir hier so eine Art Ökohaus bauen, ja, ein komplexes, automatisiertes Gebäude, das die Bewohner mit Wasser, Lebensmitteln, Salat und Trauben versorgt. Das Gebäude verfügt über eine geothermische Heizung und eine Solaranlage, wodurch der Energieverbrauch erheblich reduziert wird. Bewohner nicht beim Verbrauch von Wasser, Lebensmitteln, Salat und Trauben berücksichtigt. Das ist schon mal gut, ist aber richtig teuer. Das heißt, da werden wir uns immer ein bisschen was beiseite legen müssen, um das bauen zu können. Und da hätte ich gesagt, bauen wir einfach mal hier direkt hin. Und lassen einfach mal die Drohnen ihre Arbeit tun. So, hier sehen wir quasi unseren Baufortschritt. Was die alles herbringen. Wir haben jetzt schon hier 2 Salate von 5 mit drin. Und die versorgen sich dann quasi selbst. So, da kommen wir dann später noch hin. Das wird dann auch nochmal interessant, dann hier zu bauen. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der Nordküste. Prio machen wir hier mal auf 1. So, und was haben wir noch? Wir haben hier Beschäftigung. Medium construction completed. Okay, wir haben hier noch ein Ausrufezeichen, weil uns hier, das ist das Uran, noch fehlt. Müsste auch gleich fertig sein. So, und das sehen wir jetzt hier, was in unserem Lagerhaus vorhanden ist. Ganz wichtig zum Bauen, Rohstoffe, dann für unsere Bevölkerung, viele Lebensmittel. Für die Gesundheit ist was mit dabei. Uran, Batterien, sehr wichtig für den Strom. Motoren brauchen wir dann für unsere Flugobjekte und dann noch Haushaltsgeräte und Schrott bzw. Trümmer. Okay. Hier wird auch viel auf Forschung dann es ankommen, dass wir neue Verbesserungen freischalten, neue Gebäude erforschen. Und Forschung kann schon eine Zeit in Anspruch nehmen, bis das fertig wird. Medium construction So. completed. New citizens arrived. Und jetzt kommen Objective completed. hier unsere neuen Bewohner vom Orbit runter, zurück auf die Erde.
um hier die Erde neu zu bevölkern. So sehen sie aus. Hallo, hallo? Objective completed. Wunderbar. So, jetzt geht's zur Energie. Sonnenschein, Windigkeit haben wir hier auf dieser Klippe. Das heißt, wir werden hier einen Windpark bauen. Ein Windpark erzeugt mehr Strom aus Windenergie, effektiver in windigen Gebieten. Wunderbar. Weil wir könnten auch einzelne Windturbinen bauen, aber ich denke, hier erzeugen wir 40 Kilowattstunden. Nimmt sich nicht viel, hier haben wir bloß gleich einen ganzen Solarpark. Und dadurch, dass diese später auch keine Rohstoffe brauchen, sondern kontinuierlich einfach Energie liefern, bauen wir diese auch erst ein bisschen weiter außerhalb. Vielleicht auch hier unten. Vielleicht hier so. So. Und hier sind jetzt 15 Mieter. Kommen quasi immer in 15er Schritten. Wenn die Anzahl der Siedler 15 erreicht, werden sie zur Erde geschickt, wenn sie genug freien Wohnraum haben. Also das ist vorausgesetzt. Haben wir derzeit nicht. Wir haben 22. Das heißt, wir bräuchten eigentlich 30, damit das nächste Schiff bei uns andockt. So. Was könnten wir in der Zwischenzeit noch schon mal bauen? Wir brauchen auf jeden Fall eine Rohstoffmine, sonst können wir später nichts mehr bauen. Aber da ich nicht weiß, was wir für ein Rohstoffvorkommen haben, brauchen wir hier erstmal eine Erforschung. Forschung war hier. Wir brauchen eine Schule. Wobei könnten wir eigentlich jetzt schon forschen? Large construction completed. Objective completed. Können wir nicht. Baue eine Batterieladestation, lade Batterien auf. Alles klar. Batterieladestation hätten wir hier. So. 240 und 6 Rohstoffe. Ein einzelnes Feld. Wo könnten wir das hinbauen? Wo haben wir ein einzelnes Feld frei? Wäre hier zum Beispiel eines. Wobei der Weg relativ weit ist zu unserem Lagerhaus. Wir könnten es auch einfach hier hinbauen. Genau, unser Windpark. Und hier sehen wir auch, dass wir hier 2 Arbeiter beschäftigt haben. Wir sehen es hier auch links unten. Arbeitsplätze haben wir insgesamt 6 Stück. Und je nachdem, wie viel Arbeitslosengeld wir zahlen müssen, haben wir dann auch entsprechendes Defizit von -3 aktuell. Wo uns quasi täglich abgezogen wird von unserer Kryptowährung. Small construction completed. Genau. Jetzt sind wir zum Beispiel hier in einem Pad, also +0, 1 -1. Die Berechnung erfolgt immer auf, wie viele Leute wir hier auf der Klippe haben. Und jede Klippe ist für sich eine eigene Stadt sozusagen. Also hier wäre eine eigene Stadt, hier wäre eine eigene Stadt. Und hier in dem Fall. So. Und je mehr wir an Energie haben, desto schneller laden sich dann auch entsprechend die Batterien auf. So gibt es hier eine ganze Reihe an Gebäuden. Verschiedene Wohnhäuser, Wohnkomplexe, verschiedene Stile.
Und hier hinten sieht man, diese Kategorie ist momentan nicht verfügbar. Sammle Ehrenpunkte, um sie freizuschalten. Und Ehrenpunkte schaltet man frei, indem man Katastrophen übersteht. Die kommen in regelmäßigen Abständen. Fangen relativ einfach an, sage ich jetzt mal. Und werden im Verlauf des Spiels immer länger, immer katastrophaler. Entsprechend steigert sich da der Schwierigkeitsgrad automatisch, je länger man quasi dieses Spiel spielt. Kernkraftwerk wäre dann auch noch eine gute Option, um Energie zu erzeugen. Ist aber gerade in diesem frühen Stadium, ja, kann man machen. Aber ich möchte jetzt erstmal dieses Tutorial hier auch noch mit durchgehen. Einfach auch um Credits hier ein bisschen zu sammeln. Im Finanzsektor haben wir hier auch noch. Und Soziales und Bildung, was auch noch wichtig werden wird. So. Die nächste Batterie. Wird es dann auch gleich fertig. Dann haben wir auch den nächsten Schritt und können dann wissen, was wir als nächstes bauen sollen. Und hier unten haben wir unseren Verbrauch an Trinkwasser, an Nahrung, die Ökologie, Energieversorgung, Wartung. Objective completed. Zack, nächste Belohnung. So, Wasserpumpanlage. Eine Wasserpumpanlage, die ist Wasserpumpwerk. Ein Wasserpumpwerk pumpt Grundwasser an die Oberfläche, reinigt es und stellt es für den häuslichen und industriellen Gebrauch bereit und kann auch erweitert werden. So. Die werden wir jetzt hier einmal mit anbauen. Braucht 7 Rohstoffe. So. Und ich würde trotzdem sagen, dass wir dann demnächst eine Rohstoffmine hier zumindest mal platzieren. Weil Rohstoffe werden sehr, sehr wichtig noch werden. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel Rohstoffvorkommen wir hier auf dieser Klippe tatsächlich haben. Aber besser, wir haben schon mal so ein Gebäude. Auch wenn es mit wenig, weil diese Prozentangaben hier heißt, dass wir zum Beispiel nur mit 48% quasi fördern können an Grundwasser. Das heißt, die Zeit, bis dieser Kreis hier voll wird, das dauert halt einfach wesentlich länger, als wir jetzt bei 100%. Wir können auch über 100% kommen. Wie gesagt, durch Forschung, durch hier Erweiterungen. Dann kann man das entweder ein bisschen ausgleichen oder die Effizienz deutlich steigern. So, und wir haben jetzt hier verschiedene Erweiterungen, die uns Geld kosten. Und zwar zusätzliche Arbeitsplätze. Und wir haben jetzt gerade mehr Arbeitsplätze, als wir Bewohner haben. Das heißt, das nächste wird definitiv sein, wieder ein Wohnhaus, was wir bauen. Aber hier in dem Zusammenhang ist interessant, wir keine Lieferung benötigt. Das heißt, wir haben hier quasi eine Art Röhrensystem, wo Wasser automatisch an die jeweiligen Stellen befördert. Hier haben wir eine zusätzliche Wasserförderung, also statt 1 dann +2. Gibt allerdings die Ökologie ein bisschen weiter runter. Und wir hätten hier noch eine Erweiterung für die Instandhaltung von Gebäuden. Das heißt, wir haben hier so eine Art Reparaturdrohne, wenn Gebäude Schaden nehmen oder brennen, dass dann diese Drohne das Feuer löscht. Aber ich tendiere dann schon sehr stark zu den Rohrleitungen.
Einfach weil dann unsere Drohnen anderweitig beschäftigt Objective completed. sind. So, jetzt geht es in Richtung Nahrung. Finde ich gut. Baue Getreidefelder, 3 Stück. Wir bauen hier ein großes Getreidefeld. Relativ nah an unserem Lagerhaus. Die benötigen Wasser und Getreide, also keine Rohstoffe. Einfach nur zum Ansehen sozusagen. Und jetzt bauen wir gleich nochmal ein weiteres Ökohaus. Weil was wir haben, das haben wir. Large construction completed. Objective completed. Ah, okay, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gebaut. Aber okay. So, jetzt haben wir schon das nächste, eine Rohstoffmine. Da können wir jetzt nämlich sehen, wir haben 100 Energieversorgung. Klippeneffekt wissen wir nicht. Gesamteffizienz 62%, das heißt, wir werden auf jeden Fall hier keine 100% haben können. Und auch hier können wir erweitern, indem wir Schutt fördern, indem wir der Umwelt was Gutes tun oder einfach der Umwelt was Schlechtes tun und dafür mehr Rohstoffe generieren. So, sehr gut. Das haben wir jetzt auch schon in Planung. Aber wir brauchen definitiv dann nochmal entsprechende Gebäude. So 22 Meter. So. Könnte eigentlich schon gut hinkommen dann. Na, eins brauchen wir auf jeden Fall noch. Large construction completed. So, machen wir das mal ein bisschen schneller. Aber dass wir schon mal wissen, Large construction completed. wie viel Geld wir noch übrig haben. Okay. Medium construction So. completed. Jetzt kommen die nächsten Siedler. New citizens arrived. So, wunderbar. Es ist immer gut, wenn man ein bisschen mehr Arbeitsplätze hat als Leute, weil dann hier die Einnahmen nicht ins Defizit gehen und man so zusätzlich Einnahmen generiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Einnahmen generiert. Zufriedenheit bzw. die Attraktivität ist auch super, weil dann verlassen keine Bürger diese eine Stadt. Und die Kunst wird dann sein, das Ganze ausbalanciert zu halten, weil man ja wie gesagt 3 unabhängige Städte dann sozusagen hat, die man gleichzeitig beaufsichtigen und verwalten muss. Schauen wir, dass wir hier unsere 40 noch voll kriegen. Und dann müssen wir schauen, wie man entsprechendes Geld generiert. Das Gute ist, im Tutorial kommen so jetzt noch keine Katastrophen. Man kann das jetzt erstmal schön kennenlernen. Manche Bauprojekte dauern gefühlt eine Ewigkeit. Aber je mehr Drohnen wir dann auch haben, was sich die Anzahl dann auch später im Spielverlauf erhöhen wird, desto schneller kann man dann auch entsprechend Baufortschritte erzielen. Gesundheit ist auch noch super. Bildung brauchen wir mindestens 3. Da kann man jetzt schon mal sehen, hier hat man zum Beispiel 0 von 3, 8 von 3 und dergleichen. Das orientiert sich sehr stark immer an der Anzahl der Leute der Bevölkerung auf der Klippe. Also haben wir zum Beispiel jetzt hier aktuell 30 Bewohner, brauchen wir 3 Bildung. So kann man sich das herleiten. Wenn wir dann 40 haben, brauchen wir 4 Bildung.
Abbildung, also immer durch 10 geteilt. Und das erhöht sich dann entsprechend im Laufe der Zeit. Recht und Ordnung. Damit können wir dann verhindern, dass jemand uns in die Kasse greift. Und noch viele verschiedene andere Möglichkeiten. Da geht es dann mehr so ins Mikromanagement auch mit rein. So, jetzt warten wir noch, bis dieses Gebäude fertig wird. Genau, weil wir haben jetzt aktuell nämlich 0 Rohstoffe und sind darauf angewiesen, dass uns hier die Klippe... Ah ja. Genau, Gesamteffizienz sind wir jetzt auf 94%, wahrscheinlich weil es Tag ist. Dann schaut es gar nicht mal so schlecht aus, dass wir hier nahe 100 sind. Vielleicht sind wir dann hier bei 90. Müssen wir mal gucken, wenn wir das dann nachher erforschen, wie es da eigentlich genau ausschaut. Auf unserer Klippe. Also wenn wir zum Beispiel hier Uran haben wir 0%, dann macht es keinen Sinn, wenn wir hier eine Uranmine bauen. Und wenn wir Rohstoffvorkommen hier auch nicht 100% haben, auf der anderen Klippe ja, dann können wir entsprechend handeln. Macht dann wesentlich mehr Sinn, mehr von diesen Rohstoffminen auf einer Klippe zu bauen, die auch deutlich mehr produzieren kann und effektiver ist. Strom schaut es momentan auch gut aus. Haben wir da eine Möglichkeit, es uns anzusehen? Wie viel Batterie wir gerade aktuell haben? Ja, wir sind voll mit Batterien. Ist momentan noch gar kein Problem. Kann ein Problem werden, weil wir hier auch nur einen begrenzten Bauplatz haben. Ja. Da werden uns dann später die Freischaltungen hier noch deutlich helfen, dass wir hier mit unserem Platz gut auskommen. So, jetzt kriegen wir wieder ein paar Bewohner. Fische. Auch wichtig. So, jetzt geht es darum, Einnahmen zu generieren. Baue einen Stadtplatz. Einen Stadtplatz haben wir hier. Ein Stadtplatz bietet einen Ort zum Entspannen und generiert passive Einnahmen. Arbeitsplätze 3, Verbrauch 2 und Unterhaltung 15. So, ein Stadtplatz braucht soweit nicht viel. Bauen wir ein bisschen weiter abseits. Weil mein Ziel ist es, zu bauen, alles was Rohstoffe bringt, nahe am Lagerhaus, damit die Wege relativ kurz sind. So, jetzt brauchen wir ein Wartungszentrum. Jetzt geht es schon mehr darum, wie wir uns auf Katastrophen vorbereiten. Wartungszentrum. Das Wartungszentrum überwacht den Zustand von Industrieanlagen, verfügt über eine spezielle Ladevorrichtung zur schnellen Wasserbetankung von Feuerwehrdrohnen. Arbeitsplätze 10, Verbrauch 5, Instandhaltung von Gebäuden plus 8. Instandhaltung hier haben wir es. Da haben wir gerade 0 von 0. Kommt dann mit den Industrieanlagen. Also diese Anzeige ist dann, je mehr Industrieanlagen wir haben, desto mehr brauchen wir auch an Wartungszentren. Und wir brauchen hier Batterien und Motoren. So, die brauchen... Ja, wenn wir das dann machen mit der Erweiterung mit den Rohrleitungen, könnten wir sie weiter wegstellen. Nicht zu nah an den Rand, würde ich sagen. Damit sie auch relativ nah oder schnell zu den anderen Gebäuden kommen. Hier hinten macht es weniger Sinn. Ich würde die Industrieanlagen dann eher hier unten bauen. Dann lassen wir doch... Bauen wir es einfach mal hier in die Mitte. Und das ist unser Stadtplatz. Und der produziert uns jetzt in diesen Abständen 5 Krypto, also Credits. Und Einnahmen pausieren in der Nacht, weil hier nicht gearbeitet wird. Von 8 bis 19 Uhr. Und hier sehen wir die Zeit. Handelsplattform wird auch später noch wichtig werden. Und wir haben jetzt sehr viele Arbeitslose. Ja, 2 minus 8. Einnahmen minus
Steuern minus Arbeitslosengeld ergibt dann die Einnahmen. Das heißt, das müssten wir dann Medium construction completed. recht schnell in den Griff bekommen. So, Objective completed. jetzt geht es um die Industrieanlagen. Industrieanlagen haben wir hier, die 3D-Druckfabrik. Eine 3D-Druckfabrik produziert eine breite Palette von Haushaltswaren, verwendet Rohstoffe zur Herstellung. Also, Rohstoffe werden dauerhaft verwendet. Dieses Gebäude arbeitet nur mit 15% Effizienz bei Nacht. Genau, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ein paar Gebäude arbeiten natürlich in der Nacht, aber mit weniger Effizienz. Arbeitsplätze 8. Kommt uns gelegen. Verbrauch 7. Da müssen wir jetzt dann demnächst schauen, dass wir genügend Batterien produzieren. So, wie gesagt, will ich das gerne jetzt hier hinbauen. Zack. Priorisieren, damit sobald ein Rohstoff vorhanden ist, der sofort hier verwendet wird. Dann geht's los zur Produktion. Und ich werde jetzt hier... Machen wir das jetzt schon? Ja, machen wir jetzt schon. Jetzt haben wir nämlich Rohrleitungen. Reinigt Grundwasser für Haushalt und Industrie, bringt Wasser sofort zu den Lagern, ohne dass Drohnen benötigt werden. Genau so wollen wir es. Und auch wenn unser Lager voll ist, aktuell 50 von 50, kann man auch natürlich erweitern, können wir hier bis zu... Steht gar nicht dran. Wie viel wir einlagern können. Bei manchen steht es dort. Hier, 20. Wir können hier zum Beispiel, wenn das Lager voll ist, bis zu 20 Batterien in der Batterieladestation auch nochmal einlagern. Das heißt, dann hätten wir insgesamt 70 statt 50. So. Auch schön gemacht. Ups. Von der Beleuchtung her. Da sieht man hier auch die Trauben, die für den Eigenbedarf verwendet wird. Und auch Salat hat man hier gesehen. Und auch hier die Beleuchtung. Large construction completed. Ist ganz schön gemacht hier. So. Hier haben wir jetzt unsere 3D-Druckfabrik. Und wir brauchen Möbel. Das heißt, Motoren, Möbel sind diese hier. Zack. Können wir nochmal? Nein, können wir nicht. Ungenutzte Produktionsprodukte kann man verbessern durch Forschung, dass man hier noch mehr quasi +1, +2 zum Beispiel. Und wenn sie spezialisiert sind, man kann diese 3D-Druckfabriken spezialisieren. Dann wird zum Beispiel, wenn wir hier 450 Möbel erstellt haben, dann wird das ein Möbelhaus, glaube ich, oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann werden hier nur noch Möbel produziert, aber auch nochmal mit einem zusätzlichen Produktionspunkt. Ja. Also man kann Gebäude auch spezialisieren. Was auch ganz nice ist, für den späteren Verlauf auch. Weil man wird definitiv, das schaut jetzt hier noch recht harmlos aus, ist ja auch noch das Tutorial, aber es kann dann nachher ziemlich Objective completed. stressig auch teilweise werden. Jetzt kommt das Handelsportal. So, Handelsportal. Kann man nicht abschalten. Ein Handelsportal ermöglicht den Handel mit der Raumstation. Eine Handelsplattform kommt täglich vorbei. Das haben wir hier unten auch gelesen. Kann bestellte Waren bringen und Waren zum Verkauf mitnehmen. Verbrauch 15 und das stetig. Man kann eine Handelsplattform nicht ausschalten, sozusagen. So, eine Handelsplattform nimmt 6 Bauplätze in Anspruch. Würde ich tatsächlich nicht so weit entfernt vom Lagerhaus bauen. Vielleicht hierhin.
Vielleicht hier hin. Oder hier hin. Vielleicht auch hier hin. Wobei, was brauchen wir jetzt? Lass mal nochmal ganz kurz schauen. Wir brauchen auf jeden Fall hier dann noch bestimmte Gebäude. Obstgarten, Salatfarm, Weingärten, Weinkälterei. Da brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar. Dass wir die außenrum vom Lagerhaus platzieren. Ein Kühllager ist auch nochmal wichtig, bringt enorm viel Platz für Lebensmittel, zusätzlichen Platz. Eine Transportbarke, die kann weiter außerhalb gebaut werden. Flughafen genauso, das ist nicht so wichtig. Bevölkerung, haben wir hier noch irgendetwas? Eine Busstation, das ist jetzt auch nicht so dringlich, dass man das in der Nähe des Lagerhauses platzieren müsste. Ein Megabohrer, kommt drauf an. Marktplatz müsste auch in der Nähe gebaut werden. Dann bauen wir das einfach ein bisschen außerhalb, die Handelsplattform. Bauen wir einfach mal hier hin. Ups. Okay. Ja. Hätte ich gesagt. Wie sieht's aus? Haben wir eine Statistik, wie viel wir verbrauchen? Wir bekommen 13 regelmäßig rein, haben einen durchschnittlichen Verbrauch von -3. Das ist auch noch in Ordnung. Haben wir gar keinen Verbrauch, das ist sehr gut. Fisch wird weniger. Das wird uns bald ausgehen. Trauben haben wir aktuell keinen Verbrauch, dank den Wohngebäuden. Salat genauso. Bier ist momentan nicht so wichtig. Wein ist momentan nicht so wichtig. Äpfel läuft uns genauso weg. Wieder Fisch. Batterien. Also Stromenergie. Da müssen wir dann demnächst nochmal was bauen. Vielleicht nochmal einen Windpark hier unten hin. Und wenn uns Energie ausgeht, das kann recht schnell madig werden. Weil dann einiges ausfällt. Es gibt dann Möglichkeiten zur Teilabschaltung, dass wir zum Beispiel Industrieanlagen vom Netz nehmen. Einfach, dass dann wieder ein bisschen Strom generiert wird. Aber das ist auf jeden Fall keine dauerhafte Lösung. Sieht auch nett aus, gell, wie es gebaut wird. Auch mit den Lichtern. Das mag ich, sowas. Solche Details. Aber momentan haben wir keine Rohstoffe. Also Rohstoffe müssen wir definitiv mal gucken, wie wir das denn machen. Weil natürlich gerade in der Nacht, ne? 15% Nachtschicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann am klügsten lösen. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir das Tutorial noch durchgehen. Was könnten wir dann verkaufen? Verdiene Credits durch das Handelsportal. Huge construction completed. So, jetzt können wir hier nämlich auswählen, was wir alles in Store haben und was wir quasi verkaufen, einmalig oder dauerhaft. Und hier unten haben wir gerade momentan die Handelspreise. Die können auch variieren. Verkaufspreis und der Einkaufspreis. Ich würde sagen, dadurch, dass wir so viel Getreide haben, könnten wir einmalig verkaufen. Wie viel können wir das maximal aufstocken? Ich glaube 20, oder? 15. Maximal 20, ne? Hier steht's, ja. Akute Engpässe lassen die Preise steigen. Nachfrage der aktuellen Stadt, Nachfrage der Zielstadt. Alles klar. Überschüssige Waren werden abgewertet. Einmaliger Verkauf. Wenn wir hier 10 verkaufen, haben wir 70. Einmaliger Verkauf 10 Stück. Priorität machen wir hier mal auf die 1, weil wir haben ja auch nur
bestimmte Zeiten, wo die Handelsplattform auftaucht. Von 8 bis 14 Uhr. Also können wir erst am nächsten Tag dann verkaufen. Okay. Derweil bauen wir als nächstes nochmal einen Windpark. Einfach nur, dass uns die Energie nicht ausgeht. Die Darius-Turbine ist auch nicht schlecht. Hat ein kompaktes Design, hat auch Ästhetikpunkte, erzeugt ein bisschen weniger, aber die kann man hier an so Eckpunkten kann man die bauen. Ne? Also hier zum Beispiel kann man hier eine Darius-Windturbine hinbauen. Könnten wir in dem Fall mal machen. Tiny construction completed. Schon fertig. Passt. Und schon haben wir hier wieder einen positiven Wert. So, jetzt geht es dann gleich los mit 8 Uhr, wo wir unser überschüssiges Getreide loswerden. Und hier können wir definitiv viel mit Wind arbeiten. Trading platform arrived. Aber wenn eine Katastrophe kommt und der Wind flaut ab, haben wir schon wieder ein Problem. Das heißt, hier macht es tatsächlich der Mix aus verschiedenen Energiequellen, vielleicht ein Kernkraftwerk. Objective completed. So, jetzt geht's zur Gesundheit. Jetzt sind wir hier im Gesundheitsbesen angekommen. Wir brauchen aber auch eine Salatfarm und die gibt es hier. Eine Salatfarm, genau. Lässt Salat heranwachsen, benötigt Wasser, um zu funktionieren. Das Wachstum hängt nicht von der Bodenfruchtbarkeit ab, benötigt aber Energie, um spezielle Umweltbedingungen zu erzeugen. Hätte ich tatsächlich hierhin gebaut. So ungefähr. Und eine Poliklinik. Das haben wir hier. Das ist eine kleine, die können wir später abreißen und gegen eine Uniklinik dann ersetzen, aber fürs Tutorial brauchen wir die. Ist vielleicht am Anfang auch gar nicht verkehrt. Bauen wir weit abseits. Einfach mal hier hin. So. Und so sieht es aus, wenn die Handelsplattform kommt. Lauter Getreidesäcke darauf. Zack, weg ist sie und wir bekommen das Geld gut geschrieben.